Leute, hier ist wieder euer German Freak auf dem Tingles-Kanal und heute eine neue ASMR-Story aus meinem Real Life und Kaugummi-Sounds für ein paar geile Tingles. Also Leute, ich erzähle euch jetzt eine Geschichte, auf die ich gar nicht so stolz bin. Und die eigentlich ziemlich dumm war. Und zwar ist ungefähr 4 Jahre her. Da wollte ich meine damalige Freundin besuchen. Und sie hat damals in Polen gewohnt, und zwar an der Nordküste, in Danzig, also ein bisschen weiter nach oben, Gdynia. So, da bin ich dort einmal mit dem Bus hingefahren. Das müsste ungefähr 4 Jahre her sein. Und ja, da ist mir so etwas Kurioses passiert. Okay, fange ich einfach an. Also, es müsste ungefähr Frühling gewesen sein. Und ja, ich wollte zu meiner Freundin. Habe ich mir ein Busticket gekauft. Und ja, bin dann zum ZOB, also den zentralen Omnibusbahnhof in Berlin. Und dann auf den Bus gewartet. Vor ein paar Jahren fuhren noch andere Busse außer Flixbus. Und zwar, das war der Polski-Bus. Das waren so auch große rote Busse. Die sind halt sehr günstig, ist man da von Deutschland nach Polen gekommen. Ich glaube, ein Ticket hat 15 Euro gekostet. Von Berlin nach Danzig, aber auch nach Warschau. Spottgünstig. Auf jeden Fall bin ich morgens hin zum ZOB und ja, hatte irgendwie noch 20 Minuten, bis der Bus kam. Stand an der Haltestelle. Ich glaube, ich habe sogar noch eine Zigarette geraucht. Und auf einmal kommt so ein Typ zu mir an. Der war so ein bisschen kleiner als ich, ein Kopf kleiner. Graue Haare, rasiert. Gut gekleidet, würde ich sagen. Und dann kommt er zu mir an und fragt mich, hey, sag mal, also er hatte so ein bisschen diesen polnischen Akzent. Also wenn ein Pole Deutsch spricht, dann hört man das so ein bisschen. So von wegen, hallo, wo willst du hin? Sowas in die Richtung. Auf jeden Fall habe ich gesagt, ich will nach Danzig. Und dann sagt er zu mir, kannst du mir vielleicht helfen? Nicht so, ja, was denn? Ja, ich bin Segler, sagt er, ich bin ein Segler. Und ich habe 2 Segel. Die müssen von Berlin nach Danzig, weil er möchte die dort reparieren lassen. Und in Berlin geht das anscheinend nicht, weil in Berlin gibt es keine Segelmacher. Hat er mir gesagt halt. Ich dachte mir so, das klingt irgendwie nicht so geil. Und dann haut er sein Geld raus. Zack, zack, zack. Und ich glaube, er hat mir irgendwie 50, 60 Euro in die Hand gedrückt und meinte so, ja hier, nimm das Geld und nimm einfach meine beiden Segel mit. Ich sag so zu ihm, ja okay, zeig mal, wie sieht das denn aus? Auf jeden Fall standen dann bei der Bushaltestelle so 2 riesige Säcke. Aus irgend so ein Kunststoff oder so Polyesterzeug. Und dann sagt er, ja, das sind die beiden Säcke. Die sollen nach Danzig. Dann dachte ich mir, okay. Ich sagte zu ihm, sind da wirklich nur Segel drin? Das klingt ein bisschen strange. Er so, ja, das sind nur Segel drin. Und so, kann ich mal sehen. Und dann
hat er mir eben halt nochmal genau die 2 großen Säcke gezeigt. Aber die waren halt komplett zugeknotet. Das hat man nicht mehr aufbekommen. Beziehungsweise, ich weiß auch gar nicht, ob er das überhaupt aufbekommen wollte. Auf jeden Fall dachte ich mir, ach Dennis, ist doch egal, was soll schon passieren. Da sind Segel drin und alles wird gut. Auf jeden Fall habe ich dem Typen dann gesagt, ja okay, nehme ich mit, aber wohin denn? Und dann sagt er zu mir, ja, in Danzig wird mein Freund diese Segel abholen. Und dann hat er mir die Nummer von seinem Freund gegeben oder von seinem Kumpel und nochmal seine Nummer. Okay, alles cool. Dann haben wir uns verabschiedet und ja, er hat gesagt, wenn ich dann in Danzig mit dem Bus angekommen bin, soll ich dann seinem Kumpel dann Bescheid geben, dass er die Segel abholt. Naja, egal, Segel im Bus geladen. Der Bus fuhr dann los, keine Ahnung, 9 oder 10 Uhr morgens. Und dann habe ich meiner Freundin geschrieben und gesagt, ja, hier, pass auf, da war gerade so ein netter Kerl. Ich meine, der war auch wirklich nett. Und der hat mich gefragt, ob ich ein paar Segel mitnehmen kann nach Danzig. Und habe ich natürlich ja gesagt, er hat mir auch ein bisschen Geld in die Hand gedrückt. Und dann sagt sie so, also so ein sinngemäß irgendwie, ob ich bescheuert bin. Ich sag so, warum denn bescheuert? Sie sagt so, ja, da könnten doch Drogen drin sein. Da habe ich zu ihr gesagt, ach, du bist doch bescheuert, da sind doch keine Drogen drin. Das war ein netter Kerl, da waren sicherlich noch Segel drin. Und dann hat sie hatte zu der Zeit gearbeitet, hat sie ihren Kolleginnen das erzählt, dass ich Segel mitgenommen habe von einem Fremden. Und dann hat sie mir dann gesagt, dass ihre Kolleginnen auch denken, dass ich ein bisschen verrückt bin. Und ja, dann fing ich so ein bisschen an zu grübeln. Ich dachte mir, ja, vielleicht, naja, was soll drin sein? Außer Segel. Naja, aber dann auf einmal fing ich da auch an zu grübeln. Wir standen da noch im Stau auf der Berliner Autobahn und da hatte ich halt noch ein bisschen Zeit zu recherchieren. Auf jeden Fall habe ich dann recherchiert, wie so typische Drogenrouten, also ja, Verteilerrouten sind in Europa. Also in meinem Kopf war es halt so, es müsste ja aus dem Norden kommen, über die Häfen ins Inland und nicht von das Inland in die Häfen. So, also habe ich mich eigentlich ziemlich safe gefühlt. Aber ich war mir natürlich auch nicht sicher und dann habe ich so ein bisschen Muffe bekommen und dachte, ja scheiße, was ist denn, wenn du über die Grenze gehst? Der Zoll kommt, beziehungsweise der polnische Zoll, die polnische Polizei und fragt, wem die Säcke gehören. Ja, mir dann ja, wahrscheinlich. Und wir waren dann noch nicht in Polen. Der letzte Stopp vor Polen war Schönefeld, der Flughafen Schönefeld in Südberlin. Da ist er früher nochmal gehalten, bevor er über die polnische Grenze ist. Und naja, auf jeden Fall Bus weiter, Stau raus und hält in Schönefeld. Und ich dann so ein bisschen panisch zum Busfahrer. Ich sag so, hey, bevor wir weiterfahren, könntest du mir nochmal bitte diese beiden Säcke aus dem Bus rausholen? Und er so, ja klar, kann ich machen. Ich hatte aber noch eine andere Mitfahrerin oder Passagierin gefragt, ob sie mir das übersetzen kann, weil mein Polnisch ist so mehr oder weniger. Auf jeden Fall holt der Typ dann diese beiden Säcke raus und ich versuche die dann irgendwie aufzumachen. Aber diese Knoten, die waren einfach so fest, das ging einfach nicht, ja. Keine Ahnung, wer diesen Knoten überhaupt auch mal öffnen konnte. Oder hätte öffnen können. Ja, auf jeden Fall, auf einmal sagt der Busfahrer, ja, den kenne ich schon. Der macht sowas öfters. Und ich so, okay. Naja, du weißt ja jetzt auch nicht, ob der Busfahrer mit dem jetzt unter der Decke steckt. Was weiß der nicht. Auf jeden Fall. Da dachte ich mir, ach scheiß drauf, okay. Säcke wieder rein in den Bus. Und dann sind wir weitergefahren. Und ich dachte mir so, okay, hoffentlich hält uns nicht die Polizei an und hoffentlich hält uns auch nicht der Zoll an oder irgendetwas. Aber ich meine Ruhe, okay. Okay, wir fahren dann Richtung Polen. Und der Bus ist, glaube ich, über Frankfurt-Oder gefahren. Über Frankfurt-Oder, Posen und dann hoch Richtung Danzig. Ja. Wie kann
kommen auf jeden Fall zur Grenze und ich immer so weiter am Schwitzen war schon, so ein bisschen panisch halt, ne? Weil ich wusste ja dann irgendwann doch nicht mehr, ich war mir doch nicht mehr sicher, was ist denn jetzt da drin, sind da wirklich nur Segel drin? Ist ja auch ein bisschen komisch. Ich meine, der Typ hatte mir irgendwie 60 Euro gegeben, der hätte vielleicht auch ein Transportunternehmen hätte es auch versenden können, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wir waren dann über die Grenze und alles gut. Keine Polizei, kein Zoll. Und ich war jetzt mal so erleichtert, dachte ich mir, okay, jetzt ist mir auch scheißegal, was da drin ist. Ich will die Scheiße einfach nur loswerden. Und das sind wir eben halt weitergefahren. Dann haben wir irgendwann einen Dosenstopp gemacht und so weiter und so fort. Die Fahrt hat, glaube ich, 8 Stunden gedauert. Und dann bin ich dann irgendwann, also abends, das müsste dann so gegen, weiß ich nicht, 2, 8, 9 oder 10, ich glaube, der Bus hatte auch ein bisschen Verspätung, abends angekommen sein, es war schon dunkel. Und wenn ihr ja schon mal in Danzig wart, der Busbahnhof, soweit ich war jetzt auch schon, ich bin da sonst immer mit Auto hingefahren jetzt zuletzt, aber sonst war der Busbahnhof immer hinterm Hauptbahnhof. So eine kleine dunkle Ecke da hinten. Nicht schön, aber was willst du machen? Auf jeden Fall eine halbe Stunde früher schreibe ich dann den Kumpel von dem Typen, der mir die Segel mitgegeben hat. Sag so, ja, ich komme so wahrscheinlich so eine halbe Stunde an. Er so, ja, alles klar. Oder ich glaube, er hat nur okay zurückgeschrieben. Zwischendurch auf der Fahrt hat mich nochmal der andere, der mir die Segel mitgegeben hat, auch nochmal gefragt, ob alles in Ordnung ist. Auf jeden Fall kommen wir dann an. Der Bus hält. Ich mit meinem Koffer und den Segel, dann habe ich mich irgendwo an die Seite gestellt. Und dann so sogar fast pünktlich nach 10 Minuten kommt so ein Typ an und der sagt, ja, dobre wieczór, das heißt guten Abend, jestem Dennis, also ich heiße Dennis und ich habe hier, die Segel hier mit. So, ne? Und der Typ, ich meine, der sah original aus, also war auch ein bisschen kleiner als ich, aber der hat hier so ein Rauschebart, so. Und der sah wirklich aus, als wäre der 20 Jahre zur See gefahren. Ja. Ich glaube, der war sogar, ein bisschen. Ich glaube, der war sogar ein bisschen rot, der Bart. Naja, auf jeden Fall haben wir dann die Segel in seinen alten, was weiß ich, VW oder so, 20 Jahre altes Auto eingeladen. Und er sagte, ja, dziękuję bardzo. Und dann, keine Ahnung, dobranoc, also vielen Dank und gute Nacht. Und dann ist er abgehauen. Und dann hat mir der andere nochmal geschrieben, ob das geklappt hat. Ich sag so, ja, es ist alles alles glatt gegangen. Ja, dann bin ich eben halt weiter und ich dachte, naja, also der sah schon so aus wie ein Typ, der wirklich lange Zeit zur See gefahren ist. Also das muss einfach ein Segelmacher sein. Also das sieht nicht so aus wie ein typischer Drogenschmuggler. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, wie ein typischer Drogenschmuggler aussieht. Ja, auf jeden Fall bin ich dann in den Zug von Danzig, also in die SKM heißt das da, Szybkie Kolej Miasta oder irgendwas. Also die Straße, die S-Bahn dort. Und bin dann nach Gdynia gefahren. Und dann bin ich angekommen und dann habe ich meine Freundin abgeholt, also meine damalige Freundin abgeholt. Und habe mich erstmal gefragt, ob ich bescheuert bin. So war ein bisschen sauer auf mich, warum ich sowas mache. Und ja, es war schon ein bisschen, die Geschichte war schon spannend, weil besonders halt auf dem Weg war ich mir immer, wie gesagt, immer nicht sicher, was ist da jetzt drin, so, ne? Aber naja, auf jeden Fall war ich mir dann eigentlich ganz sicher, dass das tatsächlich das Zeug, was da in diesen großen Taschen war oder diesen großen Säcken, dass das einfach Segel waren und die wohl in Danzig repariert werden, warum auch immer, vielleicht ist es ja auch günstiger. Also ich bin mir mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit sicher, bla bla bla, dass keine Drogen drin waren. Ich kann es aber nicht hundertprozentig sagen. Ich hoffe, es war nichts drin. Es war nichts drin. Und war aber irgendwie auch rückwirkend würde ich es wahrscheinlich nicht nochmal machen. Es sei denn, ich könnte reingucken, was da drin ist. Ich konnte es ja nicht, weil es halt so festgeschnürt war. Aber das nächste Mal, wenn ich sowas machen wollen würde, dann würde ich erstmal reingucken, bevor ich irgendwas mitnehme und über irgendwelche Grenzen bringe.
Naja, war ein bisschen blöd, muss ich sagen, aber heutzutage lache ich drüber. Ja. Ja, Freunde, das war sozusagen meine kleine mini spannende Story, würde ich sagen. Vielleicht war es spannend für euch. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr mehr von solchen Stories wollt. Ich habe doch ein paar auf Lager. Ja. Man hat ja auch im Laufe des Lebens sammelt man ja immer mehr Geschichten, die man erzählen kann. Also Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Ja, und teilt es mit euren nächsten Mal, liebe Liebhabern und Liebhaberinnen, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen.